Der heutige Tag war durchwachsen. Wir waren emotional noch in diesem Auf und Ab von gestern, wo wir auf der einen Seite diese krasse Armut und Müll in Skodra gesehen haben und dann abends in einem Schickimicki-Restaurant gespeist haben wie so ein paar Könige. Und ja, dann sind wir so ein bisschen weitergefahren. Das Wetter ist miserabel, es regnet die ganze Zeit. Es sind auch starke Unwetter angesagt für Südalbanien. Wir sind jetzt ungefähr Höhe Tirana, ein bisschen davor. Haben uns irgendwo hier in den Bergen verfahren. Es gibt keine Lampen, die Straßen sind schlechte Feldwege. Ja, auf jeden Fall haben wir dann hier irgendwo im Nix, im strömenden Regen, ein Hotel gefunden und haben gesagt, okay, jetzt gehe ich da hin und frage, ob wir einfach hier über Nacht auf dem Parkplatz stehen dürfen. Man hört vielleicht im Hintergrund, es ist übelst laute Musik an. Irgendwie läuft auch Fußball auf so einem Screen, habe ich gesehen. Und dann bin ich da hingegangen, dann kam so ein junger Typ, der konnte überhaupt kein Englisch. Der hat dann einen anderen Typen geholt, der konnte auch kein Englisch. Der hat noch einen Typen geholt, der konnte auch kein Englisch. So ging es eine Weile weiter. Und irgendwann hatte ich dann ein Telefon von einem gekriegt. Und da war eine Frau dran und die konnte ein bisschen Englisch. Und die hat uns jetzt zugesagt, dass wir hier über Nacht stehen bleiben dürfen. Die kommt hier später auch noch hin. Und dann reden wir, hat sie gesagt. Mal gucken, was wir dann reden. Wir haben uns jetzt eigentlich vorgenommen, dass wir dann doch im Restaurant essen gehen. Ich habe eigentlich mir geschworen, ich kann nie wieder so viel essen. Aber es wird wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass wir wenigstens bei denen im Restaurant was essen oder denen irgendwie Geld geben. Das wollen wir dann nochmal besprechen, wie wir das regeln. Genau, und dann gucken wir mal, was der Abend noch bringt. So, jetzt war die Tochter des Besitzers hier bei uns am Bus, hat uns erstmal Saft mitgebracht als Begrüßungsgeschenk. Sie schenkt halt uns was, dabei stehen wir hier bei denen auf dem Parkplatz. Wir gehen jetzt was essen dort. Ich habe zwar echt keinen Hunger, ich bin auch satt von gestern. Christian nickt auch schon mit dem Kopf. Aber irgendwie wollen wir uns erkenntlich zeigen. Also gehen wir jetzt zumindest was essen. Wir hätten auch ein Hotelzimmer gebucht, aber das hat sie gleich abgelehnt. Also ich glaube, das ist nicht zurzeit im Betrieb. Aber essen können wir gerne kommen, hat sie gesagt. Das machen wir jetzt. Also gehen wir hin und gucken, was wir da bestellen können. Essen, trinken was, dass wir wenigstens uns irgendwie erkenntlich zeigen können. Und morgen, hat sie gesagt, guidet sie uns hier aus den Bergen raus. Also zeigt sie uns den Weg, wie wir hier wieder wegkommen mit unserem Auto. Also es war einfach super, super nett. Tag 3 in Albanien. Euer Feedback bei Instagram sagt uns, dass es wohl in Richtung Süden, also je näher man der griechischen Grenze kommt, auch was Sauberkeit und sowas angeht, besser wird. Wir haben ehrlich gesagt das Gefühl auch, so schlimm wie Skodra, also die erste Stadt nach der Grenze, war es bis jetzt nicht nochmal. Im Gegenteil, einige Städte waren sogar richtig gepflegt und sauber und ordentlich. Aber dieses Skodra, das war eine absolute Heftigkeit. Wir haben in einem Hotel übernachtet, beziehungsweise war ein Restaurant. Es waren sehr viele junge Männer da, muss man sagen. Und aber so richtig Gäste, die da gegessen und bezahlt haben, waren vielleicht 2, 3 und wir da. Wir. Also man fragt sich so ein bisschen, wie die Umsatzmacher. Wenn ihr versteht, was ich meine. Nichtsdestotrotz, die waren super nett zu uns. Die haben uns Saft geschenkt, wir durften da essen, wir durften stehen, wir sind super zufrieden. Der Besitzer des Hotels saß alleine am Kamin, wortkarg. Und dann kam immer alle halbe Stunde oder sowas, setzte sich ein anderer Mann dazu, ihm gegenüber auf dem zweiten Stuhl. Und dann wurde ein bisschen telefoniert, geredet. Der Besitzer hat auch gelacht, die anderen Männer nicht. Die saßen dann immer ganz ernst daneben. Also das war eine Erfahrung. So familiäre Bedingungen in Albanien und wir waren aber sehr gut aufgenommen. Also Albanien sehr cool.
paar Leg geholt. Das sind 20 Euro und das sind 2300 Leg umgerechnet. Wir sind angekommen, das Wetter hat sich deutlich verbessert. Während des Weges hierhin hat es dann aufgehört zu regnen und wir sind jetzt hier irgendwo in der Nähe der Stadt Fier, kurz vor der albanischen Mittelmeerküste. Wir haben Tirana hinter uns gelassen und sind heute ein gutes Stück gefahren. Wir wollen nach Vlorë. Da haben wir uns einen schönen Stellplatz rausgesucht. Hier auf der Route liegt eine antike griechische Ausgrabungsstätte, das Museum Apollonia. Der Chrissy wird sich das gleich angucken mit der Kleinen zusammen. Ich habe zu arbeiten, aber hier ist es wirklich wunderschön und mit dem herrlichen Wetter natürlich gleich noch viel mehr. Wir gehen mal hoch so langsam, da ist das Tickethaus. Da kaufen wir uns mal ein Ticket und dann schauen wir mal rein, wie es da aussieht. Morgen, ihr Lieben. Wir haben uns jetzt erstmal ein Käffchen geschnappt. Hinter uns seht ihr den Strand. Wir zeigen euch mal unseren Stellplatz. Wir sind hier gestern Abend im Dunkeln angekommen, wie irgendwie immer. Die Dunkelheit kommt ja auch früh. Ja, hier drüben in der Lagune, habe ich ja vorhin schon mal erzählt, da laufen die Flamingos rum. Die haben wir gerade noch mal ein bisschen beobachtet.
Und wir gehen jetzt mal zum Strand. Der ganze Strand ist voller Müll. Ja, ich weiß nicht, ob ihr Robert Mark Lehmann kennt. Der sagt, wenn ein Strand sauber ist, dann wurde er aufgeräumt. Es gibt keine sauberen Strände. Überall wird Plastikmüll angeschwemmt. Dreck. Ich meine, hier in Albanien ist das grundsätzlich auch ein Problem. Hier gibt es nichts, keinen sauberen Platz. Hier ist überall Dreck und Müll. Aber das, was hier am Strand angeschwemmt wird, das sind teilweise Verpackungen mit chinesischen Schriftzeichen drauf und sowas. Das kann man nicht alles den Albanern in die Schuhe schieben, sondern da sind wir alle dran schuld, Leute. Es ist wohl eine Seegurke gefunden worden, die gucken wir uns jetzt mal an. Dreh es nochmal andersrum. Es ist ja ein bisschen... Boah! Das ist vielleicht eine Melone gewesen. So, wir packen jetzt gerade mal unsere Sachen zusammen und zurück zu, beziehungsweise der Weg hin und zurück. Hier ist eine kleine Offroad-Strecke. Da werden wir ein paar Aufnahmen für euch machen. Das ist auf jeden Fall etwas abenteuerlich. Wir stehen jetzt den zweiten Tag hier an diesem Strandplatz. Das ist einfach, weil es einfach so cool war hier. Aber heute geht unsere Reise auf jeden Fall weiter.
Ja, weit sind wir nicht gekommen. Hier um diese Bucht sind wir einmal drum rumgefahren und dann haben wir, da hinter Chrissy sieht man so ein Kloster mit so einer Brücke über die Lagune gesehen und sind jetzt hier hingefahren. Stand hier so ein kleiner Kiosk und dann haben wir unsere letzten 4 Euro oder so, ich weiß nicht genau, 400 Leg hingegeben und dann hat sie uns jetzt was zu essen rausgebracht. Alles wieder mal super lecker. Ja, gucken wir uns gleich nochmal dieses Kloster, ist das glaube ich mal gewesen, an und dann fahren wir weiter. Wir sind angekommen. Ich habe jetzt vergessen, wie der Ort heißt, aber es ist in den albanischen Bergen und hier gibt es Thermalquellen. Leider ist jetzt schon alles dunkel, deswegen können wir euch das erst morgen zeigen. In Wirklichkeit ist es noch ein bisschen was heller, aber was jetzt mal wieder so richtig dumm war. Wir sind halt hier es ist halt alles Buckelpiste und so ein bisschen Offroad in Albanien. Also da hinten ist auf jeden Fall eine riesengroße Matschpfütze und die haben wir genau getroffen, haben uns da festgefahren. Dann ist der Chrissy ausgestiegen und dann haben wir so Schaukelbewegungen gemacht. Ich bin gefahren, immer vor, zurück, waren irgendwann draußen und weil ich uns befreien wollte und ich war so froh, dass wir rausgekommen sind, war es gar nicht so schwierig, bin ich einfach vorwärts losgefahren und dann war aber eine Feuerstelle mit riesen Steinen und bin volle Kanone auf diese Steine gefahren. Jetzt hängt hier unten so ein Stück vom Unterboden, zum Glück nur ein Stück vom Unterboden da lose rum. Das müssen wir dann morgen im Ellen erstmal irgendwie wieder festmachen. Das ist wieder mal so richtig dumm. Das ist das typische Beispiel. Guten Morgen hier von dem Stellplatz in Albanien an einer heißen Quelle. Wir sind ganz allein, wir standen Mutterseen allein, ganz ruhig in der Nacht. Und jetzt hat Susanne mal für die Streuner hier ein bisschen was an Reis gekocht. Wir haben gar kein Hundefutter mit und es gab ja hier auch keine richtigen Supermärkte, sodass wir gar kein Hundefutter auch kaufen konnten. Das tut mir so in der Seele. Jetzt habe ich wenigstens ein bisschen Reis gekocht. Naja, da sind die Jungs wenigstens heute satt. Ich habe ja versprochen, ich zeige euch nochmal die Unglücksstelle. Hier hinter mir sieht man unsere Spuren, wie wir uns eingegraben haben. Zeige ich euch gleich nochmal genau. Und dann bin ich auf diese Lagerfeuerstelle und vor allen Dingen auf diesen großen Stein drauf gedonnert. Ja, so schnell kann es gehen, aber es ist, glaube ich, machbar. Wir gucken es uns gleich nochmal genau an. Ich glaube, es ist machbar. So schlimm ist es nicht. Es war nur dieser Plaste-Unterbodenschutz zur Not. Rupfen wir den ab, nehmen den mit und lassen das dann in der Werkstatt unterwegs mal machen. Ja, das sieht dann immer gar nicht so schlimm aus, war es aber ehrlich gesagt auch nicht. Hier haben wir dann so ein bisschen geschaukelt. Chrissy hat geschoben und sind rückwärts dann hier raus. Dann habe ich ein bisschen gelenkt, weil ich da Grip hatte auf dem Schotter und habe das nicht gesehen und bin da halt voll drauf gemetert. Ne? Ja, das war nicht schlecht. Oh, guck mal, das ist da mit so einer Klemme nur so eingeklemmt. Ja, vielleicht kann man das wieder rein drücken oder reinklemmen. Hier sind überall diese Klemmen. Ja, da müssen wir mal, bevor wir abfahren, mal auf die Kleine fahren. Okay. Wir sind jetzt mit dem Vorderrad hier auf den Stein gefahren. Da sieht man das nochmal runterhängen. Das Stück. Ach, das ist so ein Riesenteil mit Radkasten und alles. Aber nee, das ist da so dahinter gesteckt. Das ist auch bloß mit Schrauben. Ja, jetzt jedenfalls ist es wie so eine, naja, wie nennt man das, wie aufgebockt. Und jetzt kann der Chrissy da arbeiten. Ist ein bisschen der Bodenschutz abgegangen. Den habe ich jetzt einfach mit einer Schraube wieder oben fixiert. Das sollte jetzt mal eine Weile wieder halten. Da hinten hängt es noch runter. Ja. Kommen wir jetzt gerade nicht ran, aber besser ja, als nichts. Genau.
Wir sind hier an natürlichen Thermalquellen. Sind, so wie es riecht, sind es irgendwelche Schwefelquellen. Es hat halt immer so ein Schwefelaroma eben. Und die Crew, man hört sie im Hintergrund schon schwatzen, die sind gerade hier drin und üben ein bisschen Schwimmen in dem warmen Pool. Wir haben vorhin hier eine Frau getroffen, die hat uns erklärt, dass jeder Pool für ein bestimmtes Gefäß oder Körpersystem sozusagen Heilkräfte hat. Der hier ist, soweit ich weiß, für Lunge und Bauch. Dann gibt es für Rheumatismus und Beine. Und es gibt auch heilende Trinkquellen, wobei ich das Wasser jetzt nicht unbedingt trinken würde. Wahrscheinlich geht es aber. Also, wenn die Einheimischen das sagen, die kennen sich ja in der Regel auch aus. Aber ich würde es jetzt trotzdem nicht probieren. Zumindest wird dem Wasser hier eine heilende Kraft nachgesagt und es ist einfach ein magischer Ort. Es dampft so aus dem Wasser heraus, einfach richtig schön. So, wir hatten eine ruhige Nacht an den Thermalquellen von Benje hier in Albanien. Wir waren auch die einzigen, die da standen. Dann haben wir heute Morgen ein Bad genommen. Ihr habt die Bilder gesehen. Es war einfach traumhaft hier. Und jetzt geht es weiter. Unsere letzte Stadt, die wir angucken, ist Gjirokastra in Albanien. Und wenn wir das geschafft haben, mal gucken, ob wir da schlafen oder sowas, dann fahren wir weiter nach Griechenland. Entweder heute oder morgen. Da stand gerade ein Pferd und das hatte verschiedene so weiße Plastikplanen auf dem Rücken. Und damit die nicht wegfliegen, lag oben drauf ein großer Stein. Und das stand ganz still da. So, wir sind jetzt angekommen in Gjirokastra. Leider regnet es ein bisschen, aber wir schauen uns trotzdem mal die Stadt an. So viel ist es dann doch nicht. Und bis jetzt ist es sehr schön. Jetzt kurz vor der griechischen Grenze. Mini telefoniert hier gerade mit ihrer Oma. Das ist immer mittwochs der Fall. Und es regnet in Strömen. Es ist inzwischen schon dunkel geworden, aber wir wollen es heute noch bis nach Griechenland schaffen. Wir haben noch ein bisschen was vor. Und deswegen fahren wir jetzt noch ein bisschen. Außerdem sind unsere Vorräte auch komplett aufgebraucht. Das heißt, wir müssen als erstes erstmal in den Supermarkt. Da sind wir hier in Albanien nicht so richtig klar gekommen, weil vieles über so Marktstände und sowas läuft. Wir sind jetzt hier kurz vor der Grenze von Albanien nach Griechenland. Ist eine EU-Grenze. Ich bin auf die Kontrolle gespannt. Ich hoffe, die Jungs übertreiben es nicht. Ich habe gestern extra noch unser letztes Sandwich gegessen.